Mein Name ist Robert Franz und jetzt zeige ich euch, was ich machen würde, wenn ich Prostatabeschwerden haben würde. Richtige Problem, die Männer ab 40, 50 Jahre, die meisten haben Probleme mit der Prostata. Das ist die Vorstelldrüse, die wächst, irgendwann drückt sie auf die Harnröhre, da ist keine Harnentleerung mehr möglich. Die meisten haben allerlei Vergrößerung der Prostata, ob jetzt gutartig, benigne oder bösartig, maligne Vergrößerungen. Man kann schon eigentlich vorbeugen oder vielleicht Symptome vorbeugen und vielleicht Symptome lindern. Erstmal, so wie ich sage, Vitamin D3 ist auch da der Zauber, damit ich eine gesunde Prostata habe. Wenn kein Lebenssignal ist, dann baut die Drüse ab oder was auch immer, wird nicht mehr nachgebaut, entartet. Sodass, um eine gute Prostata-Funktion zu haben, würde ich auch Vitamin D3 nehmen. 10 Tage, 40.000 Einheiten, 40 Tropfen, plus 10 Tropfen Vitamin K2, 200 Mikrogramm. Magnesium würde ich auch nicht vergessen. Nach 10 Tagen würde ich täglich 10.000 Einheiten, 10 Tropfen Vitamin D3 nehmen, plus Vitamin K2, auch 5 bis 10 Tropfen. Und jetzt geht es weiter. Prostata ist eine Drüse, die muss durchblutet werden. Ich habe auch viele Menschen, die haben, ich weiß, hohe PSA-Werte gehabt, 2, 3, 4, 5, wie auch immer. Einfach durch OPC, durch Traubenkernextrakt wird die Prostata richtig durchblutet. Das Problem ist bei Prostata Testosteron. Der Körper bildet das Testosteron oder die Prostata, ich weiß, sammelt sich Testosteron in der Prostata und dadurch beginnt sie zu wachsen. Und das Testosteronmangel bei den Männern und ich weiß auch, das dicke Blut bewirken, dass es zu dieser Vergrößerung kommt. Ich würde dann OPC nehmen. Durch OPC würde ich schaffen, dass meine Prostata richtig, genau wie eine Schilddrüse, also auch eine Drüse, richtig schön durchblutet wird. Ich würde erste Woche eine OPC nehmen und ab zweite Woche würde ich mindestens 2 bis 3 OPC nehmen. Erste Kapsel macht mein Blut und die anderen 2 Kapseln schaffen die Prostata zu durchbluten. Ich habe auch, ich weiß, Nachbarn von mir, die halt OPC genommen, die haben PSA-Wert gehabt von 3 oder 4, ist er gesunken auf 0,8, 1,2, was auch immer. Aber ich meine immer, die meisten Leute werden durch die PSA-Werte verrückt gemacht. Ich würde gar nicht auf meinen PSA-Wert schauen, solange ich weiß, mein Urin läuft, solange ich mich entleeren kann, will ich auch nicht viel machen. Keine viele Punktionen würde ich jedenfalls nicht machen. Muss jeder für sich entscheiden, wenn die ersten Symptome kommen. Und vielleicht ist, dann würde ich probieren, aber auf jeden Fall mit Naturmitteln viele Symptome zu lindern. Das würde nach OPC und nach Vitamin D3 würde ich weiß, bei gutartigen Vergrößerung der Prostata erstmal Brokkoli nehmen. Da könnte ich die vom Professor Saracoglu die Kur machen, das Brokkoli. Man nimmt 250 Gramm Brokkoli. Ich weiß, in halber Liter Wasser, man kocht die 250 Gramm Brokkoli, 7, 8 Minuten, einfach rein im siedenden Wasser, ohne Salz, ohne gar nichts. Man tut das Brokkoli raus und man trinkt einfach das Wasser. Von wo das kommt, Zusammenhänge. Brokkoli sieht wie eine Prostata aus. Brokkoli sieht auch genau wie die Brustdrüsen aus und in dem Moment, wo ich von einem natürliches Mint finde, dass wie die Prostata aussieht, Brokkoli sieht genauso aus, werde ich durch diese Brokkoli-Kur bewirken, dass einfach die Vergrößerung der Prostata stoppt. Die macht man halt, ich weiß, 28 Tage und das gilt genauso, die Lösung ist die Brokkoli auch bei bösartigen Vergrößerung, maligne Prostatavergrößerung. Und zwar, dann nehme ich auch Brokkoli, aber es gibt Broccoraphan, das sind Sprossen. Ist sogar die Studie von Heidelberg, von der Universität, Heidelberg Universität, wo sie herausgefunden haben, dass Broccoraphan, der Extrakt aus Brokkoli-Sprossen, was macht, stoppt die Prostatazellen eigentlich nicht nur zerstört, sondern entwurzelt sogar die ganze Prostatazellen. Und ich sage immer, ich war immer Teil von mir, ich schaue in der Natur. Was bedeutet, wenn die Natur etwas wirkt, dann wirkt es auch in dem Bereich. Außerdem das Sulforaphan vom Brokkoli-Extrakt bewirkt, hat eine antitumorhemmende Wirkung. So, jetzt gehe ich weiter. Was würde ich noch machen? Ich würde auch, wenn ich Prostatabeschwerden habe, auch auf homöopathische Mittel greifen. Es sind viele Leute, die werden in der Nacht aufgewacht, die müssen 3, 4 Mal auf der Toilette, außerdem unter dem Tag. Da gibt es Mittel, conium maculatum. Conium maculatum ist eigentlich der gefleckte Schierling, den hat Sokrates getrunken. Der war in der Dosis tödlich, aber die homöopathische Version, da bleibt es am Leben. Das conium maculatum D6 bewirkt, dass der nächtliche Harndrang heruntergeschraubt wird und außerdem wirkt noch conium maculatum bei Nachtröpfeln nach dem Urinieren, sodass conium maculatum D6 3 mal 5 Globoli täglich, auch halbe Stunde fahren, nichts essen, nichts trinken, würde bewirken, dass ich in der Nacht nicht so oft aufstehen muss. Und da passiert es, wenn ich kompletten Harnstau habe, wenn ich gar nicht mehr auf die Toilette gehen kann. Da gibt es auch ein homöopathisches Mittel, das heißt populus tremuloides. Populus tremuloides in Potenz D3 bewirkt auch vielleicht, bevor ich einen Katheter setze, dass ich noch weiter, ich weiß, meinen Harn entleeren kann. Populus tremuloides, Potenz D3, 3 mal 5 Tropfen. Außerdem würde ich auch Jahre vorher schon beginnen.
Ich weiß, es gibt verschiedene Kurbiskernpräparate, aber ein gutes Kurbiskernöl tut es auch. Warum? Da ist der ganze Saft, die ganze Energie der Kerne. Für täglich einen kleinen Teelöffel, 2 kleine Teelöffel Kurbiskernöl trinken. Man sieht in der Steiermark, zum Beispiel in Österreich, haben die wenigsten Leute fast gar keine Probleme mit der Prostata. Warum? Kurbiskernrand, Kurbiskernöl. Sodass tut in eurer Ernährung Kurbiskernöl rein, solange ihr noch nicht das Alte erreicht habt. Aber ich meine, mit diesen Mitteln gibt es auf jeden Fall eine Linderung bei Prostatabeschwerden. Und deshalb mache ich auch diese Sendung und deshalb will ich, dass die Menschen aufgeklärt werden.